Alles, was wir jemals mit einem Teleskop gesehen haben, jeder Stern, jede Galaxie, jeder Planet, jeder Mensch besteht aus gewöhnlicher Materie. Und trotzdem macht diese gewöhnliche Materie nach heutigem Kenntnisstand nur etwa 5% des gesamten Universums aus. Rund 27% bestehen aus etwas, das wir noch nie direkt gesehen, gemessen oder eingefangen haben, dessen Existenz wir aber praktisch nur aus seiner Schwerkraftwirkung ableiten, der dunklen Materie. Der erste konkrete Hinweis stammt vom Schweizer Astronomen Fritz Zwicky, der 1933 die Geschwindigkeiten einzelner Galaxien im Coma-Galaxienhaufen maß. Er stellte fest, dass sich diese Galaxien so schnell umeinander bewegten, dass die sichtbare Masse des Haufens bei weitem nicht ausreichte, um sie mit ihrer Schwerkraft zusammenzuhalten. Nach den bekannten Gesetzen hätte der Haufen eigentlich auseinanderfliegen müssen. Zwicky nannte die fehlende unsichtbare Masse dunkle Materie. Im Original dunkle Materie bzw. englisch Dark Matter. Seine Messung wurde damals allerdings von den meisten Fachkollegen zunächst nicht ernst genommen. Wirklich unumgänglich wurde das Problem erst durch die Arbeit der Astronomin Vera Rubin, die zusammen mit Kent Ford in den 1970er Jahren die Rotationsgeschwindigkeiten von Sternen in Spiralgalaxien systematisch vermaß. Nach den Gesetzen der Gravitation sollten Sterne am Rand einer Galaxie deutlich langsamer um das Zentrum kreisen als Sterne nahe der Mitte, ähnlich wie äußere Planeten langsamer um die Sonne kreisen als innere. Rubin fand jedoch, dass die Rotationsgeschwindigkeit in den meisten Galaxien nach außen hin praktisch konstant bleibt. Ein Befund, der sich nur erklären lässt, wenn Galaxien von einem riesigen, unsichtbaren Halo aus zusätzlicher Masse umgeben sind. Eines der überzeugendsten direkten Indizien für dunkle Materie lieferte 2006 die Beobachtung des sogenannten Bullet Clusters, zweier kollidierender Galaxienhaufen. Mit Röntgenteleskopen wie dem Chandra-Observatorium konnte die Position des heißen, gewöhnlichen Gases in der Kollision genau kartiert werden. Dieses Gas wird durch die Kollision stark abgebremst. Gleichzeitig wurde mittels Gravitationslinseneffekt der leichten Lichtverbiegung durch massereiche Objekte die Verteilung der Gesamtmasse gemessen. Das erstaunliche Ergebnis: Der Großteil der Masse befindet sich getrennt vom sichtbaren Gas, praktisch ungebremst weitergezogen. Ein starkes Indiz, dass ein Großteil der Masse tatsächlich aus einer Materieform besteht, die kaum mit sich selbst oder mit normaler Materie wechselwirkt, außer über Schwerkraft. Eine wichtige Klarstellung: Dunkle Materie ist nicht einfach unsichtbares, gewöhnliches Zeug wie kaltes Gas, Staub oder schwarze Zwerge. Solche Kandidaten, sogenannte MACHOs, Massive Compact Halo Objects, wurden durch systematische Mikrolinsensuchprogramme in den 1990er und 2000er Jahren weitgehend ausgeschlossen. Es gibt schlicht nicht genug davon, um die beobachtete fehlende Masse zu erklären. Auch handelt es sich nicht um schwarze Löcher in ausreichender Zahl, wie Beobachtungsdaten des LIGO-Gravitationswellendetektors und anderer Instrumente nahelegen. Die derzeit meist diskutierte Kandidatenklasse sind sogenannte WIMPs, Weakly Interacting Massive Particles, hypothetische, bislang nicht direkt nachgewiesene Elementarteilchen, die nur über die schwache Kernkraft und Gravitation wechselwirken, aber praktisch nicht mit Licht. Große unterirdische Detektoren wie Xenon in Italien oder Lux Zeppelin in den USA versuchen seit Jahren, WIMPs direkt nachzuweisen, bislang ohne eindeutigen Erfolg. Eine zweite prominente Kandidatenklasse sind sogenannte Axionen, extrem leichte hypothetische Teilchen, die ursprünglich aus einem ganz anderen Problem der Teilchenphysik, dem starken CP-Problem, hergeleitet wurden und ebenfalls aktiv gesucht werden, etwa mit dem ADMX-Experiment. Nicht alle Physiker sind überzeugt, dass dunkle Materie tatsächlich aus Teilchen besteht. Eine Minderheit an Forschern verfolgt alternative Theorien wie MOND, Modified Newtonian Dynamics, vorgeschlagen vom israelischen Physiker Mordechai Milgrom 1983, die stattdessen vorschlagen, dass unsere Gravitationsgesetze bei extrem schwachen Beschleunigungen leicht abgeändert werden müssten.
Mond kann zwar einzelne Galaxienrotationskurven gut erklären, hat aber deutlich größere Schwierigkeiten mit Phänomenen wie dem Bullet-Cluster oder der großräumigen Struktur des Universums, weshalb die überwiegende Mehrheit der Kosmologen weiterhin teilchendunkle Materie favorisiert. Dunkle Materie ist nicht nur ein Randproblem einzelner Galaxien, sondern nach heutigem Verständnis der eigentliche Baumeister der großräumigen Struktur des Kosmos. Computersimulationen wie das Millennium-Simulationsprojekt zeigen, dass sich dunkle Materie schon kurz nach dem Urknall durch ihre eigene Schwerkraft zu einem gewaltigen, netzartigen Gerüst verdichtete, dem sogenannten kosmischen Netz. Gewöhnliche Materie sammelte sich anschließend entlang dieser unsichtbaren Gravitationsfallen und bildete dort die Galaxien und Galaxienhaufen, die wir heute beobachten. Ohne dunkle Materie hätte gewöhnliche Materie allein vermutlich nicht genug Zeit gehabt, um die heutigen Strukturen zu formen. Zu Ehren der Astronomen, deren Messungen den entscheidenden Durchbruch für die dunkle Materieforschung brachten, wurde ein neues, gewaltiges Teleskop in Chile nach ihr benannt. Das Vera C. Rubin Observatorium, dessen erste wissenschaftliche Beobachtungen 2025 begannen. Mit seiner extrem hochauflösenden 3200 Megapixel-Kamera, der größten je für die Astronomie gebauten Digitalkamera, soll das Observatorium im Rahmen der Legacy Survey of Space and Time (LSST) über 10 Jahre hinweg wiederholt den gesamten sichtbaren Nachthimmel der Südhalbkugel fotografieren. Ein zentrales wissenschaftliches Ziel dieser Durchmusterung ist es, die Verteilung dunkler Materie im gesamten beobachtbaren Universum so präzise wie nie zuvor zu kartieren, unter anderem durch die systematische Vermessung des sogenannten schwachen Gravitationslinseneffekts an Milliarden von Galaxien. Bisherige dunkle Materiekarten, etwa aus Daten des Planck-Satelliten oder kleinerer Durchmusterungen wie des Dark Energy Survey, basierten auf vergleichsweise begrenzten Datenmengen. Das Rubin-Observatorium soll durch schiere Beobachtungsmenge, erwartet werden über 20 Milliarden einzelne Himmelsobjekte, eine bislang unerreichte statistische Präzision liefern, mit der sich unter anderem prüfen lässt, ob sich dunkle Materie tatsächlich exakt so verhält, wie es das gängige Standardmodell der Kosmologie, bekannt als Lambda-CDM-Modell, vorhersagt, oder ob feine Abweichungen auf bislang unbekannte physikalische Prozesse hindeuten könnten. Trotz jahrzehntelanger, sehr aufwendiger Suche wurde bislang kein dunkle Materieteilchen direkt nachgewiesen. Das bedeutet nicht, dass die Theorie falsch ist. Die indirekten Beweise über Gravitationseffekte sind extrem zahlreich und konsistent, macht dunkle Materie aber weiterhin zu einem der größten offenen Rätsel der Physik. Neue Generationen von Detektoren sowie Präzisionsmessungen durch Instrumente wie das Euclid-Weltraumteleskop der ESA, Start 2023, sollen in den kommenden Jahren helfen, die Natur der dunklen Materie weiter einzugrenzen. Neben WIMPs und Aktionen diskutieren Teilchenphysiker noch eine dritte prominente Kandidatenklasse, sogenannte sterile Neutrinos. Eine hypothetische, schwerere Variante der bekannten, extrem leichten Neutrinos, die zusätzlich zur bekannten Physik des Standardmodells der Teilchenphysik existieren müsste. Anders als gewöhnliche Neutrinos würden sterile Neutrinos praktisch gar nicht über die schwache Kernkraft wechselwirken, sondern nahezu ausschließlich über Gravitation, was sie zu einem plausiblen dunkle Materie-Kandidaten macht. Experimente wie das IceCule-Neutrino-Observatorium am Südpol suchen seit Jahren nach indirekten Hinweisen auf ihre Existenz, unter anderem durch charakteristische Lücken im gemessenen Energiespektrum atmosphärischer Neutrinos, bislang ohne einen eindeutigen, von der gesamten Fachgemeinschaft akzeptierten Nachweis. Interessant ist auch, wie unterschiedlich sich dunkle Materie je nach Galaxientyp verteilt. Beobachtungen mit dem Hubble-Weltraumteleskop zeigen, dass massearme Zwerggalaxien oft einen überproportional hohen Anteil an dunkler Materie im Verhältnis zu ihrer sichtbaren Masse besitzen, teilweise über 99%, während größere Spiralgalaxien wie unsere Milchstraße einen vergleichsweise geringeren, aber immer noch dominanten dunkle Materie-Anteil von etwa 85–90% ihrer Gesamtmasse aufweisen. Diese Unterschiede liefern wichtige Testfälle für Computersimulationen der Galaxienentstehung und helfen Kosmologen dabei, verschiedene dunkle Materiemodelle gegeneinander abzugleichen.
Zusammengefasst, dunkle Materie ist eine unsichtbare Materieform, die rund 27% des Universums ausmacht und deren Existenz wir bislang ausschließlich über ihre Gravitationswirkung nachweisen können. Von Vera Rubins Rotationskurven über den Bullet Cluster bis zur großräumigen Struktur des Kosmos. Ob sie aus WIMPs, Axionen oder etwas völlig anderem besteht, ist bis heute eine der größten offenen Fragen der modernen Physik. Wenn dich unsichtbare Bausteine des Universums faszinieren, schau dir gerne auch unser Video zum Mysterium des leeren Raums an. Lass gerne ein Abo da, wenn du mehr Weltraumrätsel sehen willst.